Das war eine kollektive Idee. Bereits 2007, als wir dieses Institut, das Institut für Technologien der Architektur, gründeten, und wir hatten relativ schnell festgestellt, dass wir eigentlich so alle Kompetenzen vereinen, die es braucht, um zu planen und zu bauen. Ich habe immer mit etwas Kritik, aber auch immer mit positiven Gedanken den Ausbau des Hönckebergs hier oben der ETH mitverfolgt und schnell gesehen, dass eigentlich die Brachen bebaut werden. Und die Idee war dann eben keine solche Brache, kein unberührtes Grundstück oder Teil des Hönckebergs vorzuschlagen für ein neues Gebäude, wo wir als Institut unsere Ausstrahlung festigen können, auch nach außen. Und habe festgestellt, dass wir eigentlich auf der Tiefgarage, auf einem bestehenden Bau aus den 70er Jahren dieses Gebäude errichten können, um eben ohne neue Landressourcen zu verwenden. Und versuchen auch die neuen Technologien des Bauens, die neuen Prozesse des Bauens, an denen wir ja allesamt am Institut forschen, diese 1:1 umzusetzen. Also die Philosophie im energetischen Sinn ist so, dass das Gebäude in einem Energiestrom steht, der einerseits von den inneren Maschinen kommt, von den Leuten, die drin sind, und andererseits von den äußeren Einstrahlungen hauptsächlich. Also es ist eine energetische Einbettung dieses ganzen Komplexes in die Umgebung. Also die Gebäudetechnik, die Ideen eines Zero-Emission-Gebäudes von Hans-Jörg Leiboundgut einmal wirklich im großen Maßstab umzusetzen, nicht an kleinen Objekten. Er hat das ausgetestet, ein Gebäude zu erstellen ohne tragende Kerne. Das heißt, die Infrastrukturen in der vertikalen Lifte, Schächte, Treppen, diese eben nicht tragend auszugestalten, sondern nur ein in sich tragendes, sehr freies Tragwerk zu entwerfen, ein Dach zu bauen, wo die Technik der Robotik eingesetzt wird, 1:1 wirklich umzusetzen, vom Zeichentisch direkt in die Produktion einzugreifen. Ich meine, die Form hat natürlich wirklich mit der gesamten Aufgabe zu tun, nämlich hier für das Institut einen Gemeinschaftsraum zu machen. Das heißt, erstmal war es ein Dach über alles sozusagen, unter welchem man sich trifft und begegnet. Das hat dazu geführt, dass wir einfach die Grundlagen des Gebäudes, nämlich die Tragstruktur und die Tatsache, dass wir eine Dachentwässerung bieten mussten, kombiniert haben mit diesem alles überspannenden Dach. Und der Rest der Entwicklung hat eigentlich eher mit den Details des Dachs zu tun. Wie ist das Dach gefügt? Wie schließen wir wo an? Wo gibt es Ausnahmen im Regelwerk des Dachs? Also wo gibt es zum Beispiel Durchdringungen durch die Dachhaut etc. Und das Dach ist wie eine Art Gewebe, welches sich diesen Ausnahmen und diesen spezifischen quasi Anforderungen wie anschmiegt und so eigentlich relativ selbstverständlich zu eben diesem gemeinsamen Dach wird. Die Wechselwirkungen zwischen Statik, Architektur und Fabrikation waren sehr eng und dadurch könnten wir nicht wie gewohnt sequenziell vorangehen, sondern wir müssten iterativ das Prozess gestalten, sodass wir mehrmals statische Analysen gemacht haben, Fabrikationsdetails dazu entwickelt haben und die dann im Gegenzug auch das Modell verändert haben. In der Anfangsphase haben die Architekten eine grobe Form formuliert. Wir haben das in unsere Modelle übernommen, eine erste Berechnung durchgeführt, alle Spannungsnachweise durchgeführt. In einem dritten Schritt, wir haben zum Beispiel die Kräfte oder die Anzahl der Nägel in den Verbindungen an Robot Technologies übergeben. Sie haben für uns spezielle Algorithmen entwickelt, um die einzelnen Nägel in den Verbindungen zu platzieren. Aber auch diese Algorithmen natürlich haben eine Folge, das heißt, wenn nicht eine genügende Anzahl von Nägeln platziert kann, dann müssen die Latten vergrößert werden. Und das hat natürlich einen Einfluss auf das Grundmodell, auf der Geometrie. Und deswegen im zweiten Iterationsschritt mussten die Architekten die Grundgeometrie anpassen, zum Beispiel die Höhe der Latte anpassen.
Das hat zur Folge, dass natürlich die Steifigkeit geändert wird und dass auch die Spannungen und die Kräfte in unserem Modell wiedergerechnet werden müssen und so weiter. Und das Ganze wurde iterativ 7 oder 8 oder 9 Mal durchgeführt. Man hat angefangen mit dem optimalsten Zustand. Alle Latten waren so dünn wie nur möglich und dann wurden sie verdickt. Am Anfang wollte ich eigentlich so etwas wie ein fließendes Nagelbild machen, wie man das noch oft macht bei Verteilungsproblemen. Aber es ist ein bisschen zu dicht hier und deshalb hatte ich bessere Erfolge, wenn ich die Nägel einfach auf die Ränder der möglichen Flächen setze. Jetzt wurde dieser Vertex gewürfelt und da ein Nagel gesetzt. Und gleichzeitig werden einfach immer die beiden Flächen berechnet, in denen man noch Nägel setzen kann. Computer haben heutzutage so viel Rechenvermögen, dass wir Probleme lösen können, die vorher überhaupt nicht denkbar waren. Wie zum Beispiel das Nagelbild, wo wir eine mehrschichtige Überlagerung von Konditionen haben, die man von Hand einfach nicht wagen würde, sie zu lösen. Das war eben das Potenzial dieses Bauprinzips und Entwurfsprinzips und Fabrikationsprinzips, dass wir endlich eine Möglichkeit haben, dieses komplexe Bauwerk zu entwerfen, zu berechnen und auch zu fabrizieren, so dass überall lokal die erforderlichen Dimensionen eingebaut sind und nicht alles nach dem Worst Case dimensioniert ist. Wie startet man so einen Prozess? Wie bringt man Forschung in die Realität? Das sind ja vorerst Konzepte, die wir in unserem Labor mit einem relativ kleinen Industrieroboter in einem Maßstab von Elemente 4 mal 3 Meter schon untersucht und getestet hatten. Jetzt gibt es aber 2 Sprünge. Das eine ist der Maßstab und der zweite Sprung ist die Realitätsanforderung. Das ist dann die Herausforderung, nicht nur die Technik zu entwickeln, die plausibel darstellt, dass es möglich ist, sondern auch noch jemanden zu finden, der diese Herausforderung annimmt. Wir mussten sozusagen von einem, ich sag jetzt mal, Maßstab 1:3, 1:2 prototypischen Studierendenentwürfen, gewisse Forschungsuntersuchungen, diese Skalierung machen auf 2300 Quadratmeter. Das war eine riesige Herausforderung, weil das Material selber skaliert ja nicht, die Verbindung skaliert auch nicht. Das heißt, die Prinzipien, und das ist auch schön zu sehen, die können durchaus in einen größeren Maßstab übertragen werden. Aber rein technologisch, was das bedeutet, diese Skalierung zu machen und eben, wie Fabio erwähnt hat, wie da Unternehmen eigentlich früh eingebunden werden müssen, wie es ein enges Zusammenspiel braucht mit den Ingenieuren, mit Spezialisten und unserem Forschungsteam. Das war schon ein sehr spannender Prozess. Das Wichtigste ist, man hat hier eine Stangenware, sagen wir dem, eingesetzt. Das heißt, man hat genau diese Querschnitte plus minus jetzt als Grundlagenmaterial genommen, die in Riesenmengen am Markt vorhanden sind. Und daraus direkt in einem Prozess, ich sage jetzt mal mit Länge abschneiden, mit Legen, mit Nagelschießen, eigentlich in einem Arbeitsgang mehr oder weniger, das direkt in eine Freiform-Geometrie umzusetzen, das ist sicher für mich ein Novum. Es ist ein Werkstoff Holz, von dem her hat das Handwerk oder unsere Leute eigentlich wenig Berührungsängste gehabt. Dass so ein Dach, so ein Träger, ein einzelner Träger oder diese einzelnen Stäbe von Hand nicht machbar ist, das haben wir probiert. Wir haben einen Träger von Hand gebaut und hatten ungefähr das 10-fache an Zeit gebraucht, wie der Roboter gebraucht hat. Es war extrem aufwendig, die einzelnen Latten so zu positionieren von Hand, dass es gepasst hat. Und das hat unsere Leute eigentlich ganz klar davon überzeugt, dass wenn wir so einen Träger bauen, dann muss der mit einem Roboter gebaut sein. Diese Spannbreite von Forschung und Realität, also klafft man sehr auseinander anfangs und das kommt immer näher zusammen, man macht da einen Spagat. Und wenn es dann mal so weit ist, dass man weiß, es ist baubar, dann ist es ja keine Forschung mehr.
in dem Sinn, sondern es ist aus dem Forschungsprojekt entstanden, baubar, gebaute Forschung, wie man auch sagen könnte. Und wir können ja nicht sagen, ja, wir haben jetzt geforscht und es tut uns leid, es geht leider nicht, es hält nicht, das geht nicht, oder? Also es ist da eine andere Dimension, die Dimension der Realität. Die Voraussetzung ist der integrale Planungsprozess. Also nicht nur digital, sondern auch der Dialog zwischen Mensch und Mensch nach wie vor, über Skizzen, Diskussionen, in jegliche Form von Kommunikation ist eminent wichtig, dass das funktioniert. In der Planungsphase haben wir das traditionelle System gewählt. Das heißt, wir sind nicht über so ein Wort wie BIM oder digitales Bauen haben wir nicht gewählt, sondern wir haben das Traditionelle gewählt. Das heißt, wir haben die Grundrisse bekommen, haben die Pläne bekommen der Träger und haben zuerst Muster gebaut. Und diese Muster wurden dann abgenommen und aufgrund dieser Muster wurde dann auf dem traditionellen Weg ein Ausführungsplan gezeichnet. Die große Herausforderung liegt bei meinen Projektleitern, die eigentlich gedanklich in einem frühen Projektierungsprozess schon bereits weit in der Ausführung drin sind. Man muss genügend Zeit einrechnen, vor allem bei der Planung. Wir haben bei diesem Projekt 137 Fenster. Die mussten alle von Hand bearbeitet werden. Das geht natürlich nicht. Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch auf das rauslaufen, damit mehr Sachen vorkonfektioniert werden. Das ist der einzige Weg, oder? Wo die Unternehmer auch Geld verdienen können und es eine saubere Sache gibt. Oder? Und das ist eigentlich der Knackpunkt an der digitalen Kette. Ich muss vorne wissen, was hinten rauskommt und wie es aufbereitet sein muss, dass es funktioniert. Und diese Schnittstelle, das ist eigentlich ganz wichtig. Und da geht es nicht mehr ums Digitale, sondern da geht es um diese Zusammenarbeit. Das heißt, so früh wie möglich die Unternehmer mit reinbeziehen, die produzieren, damit sie ihr Know-how, die Maschinenkenntnisse mit als Rahmenbedingungen für die Form mit einbringen können. Ist das produzierbar oder nicht? Und wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen? Und dann kann man die ganze Planung darauf aufbauen und dann funktioniert es auch nach hinten. In unserer Welt mit den öffentlichen Vergabewesen, mit der Globalisierung rutschen diese beiden Disziplinen der Planung und des Handwerks auseinander. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, über die Digitalisierung diese Distanzen zu überwinden, sprich wieder in die Nähe zu kommen. Und das ist wichtig, dass Architekten verstehen, wie man etwas macht. Das heißt, dass der Plan, die Daten auch diese Ausführung mit enthalten. Und da muss der Architekt, der Ingenieur natürlich auch, alle beteiligten Planer, aber natürlich auch der Ausführende umdenken. Unser Interesse liegt besonders in dieser Entwicklung in der Ausführungsseite, denn hier kann sich so etwas wie eine neue Baukultur begründen. Und Architektur war ein Stück weit immer der Ausdruck der Baukultur ihrer Zeit. Oder es ist ein Potenzial, aus welchem die Architektur schöpfen kann. Und ich glaube, indem diese digitalen Fabrikationstechnologien jetzt die Architektur sozusagen direkt betreffen, die Art und Weise, wie dann Architektur auch aussieht, verändern, so gibt es eine Rückwirkung auf die Art und Weise, wie man mit Architektur konstruiert und mit ihr entwirft. Letztendlich, wir können das als Beispiel nehmen, dass wir ein Projekt digital entworfen haben, analysiert, für die Fabrikation vorbereitet haben und auch digital computergesteuert fabriziert haben. Es nützt nichts, wenn man eine super Gebäude hinstellt, das eigentlich ein Unikat bleiben muss, weil es so teuer ist, dass es die Rest der Gesellschaft nicht sich leisten kann. Und ich glaube, das ist hier sehr gut gelungen, dass wir ein nachbaubares Gebilde in einer großen Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen hingestellt haben. Hier wollen wir tatsächlich versuchen, diese Forschung im 1:1 Maßstab auf die nächste Stufe zu bringen. Wir nennen es die Fabrik der Zukunft, weil der Boden ist leer. Das heißt, hier arbeiten Menschen, hier sind Menschen zu Hause, hier werden neue Werkstücke gebaut und die Roboter hängen sozusagen von der Decke, wie das früher der Hallenkran tat. Das heißt, das Digitale kommt dazu, dort wo man es braucht, so wie man es braucht, so wie man das wünscht. Und in der Kollaboration, in der Verbindung von Mensch und Maschine, da sehen wir eigentlich einen spannenden Weg für die architektonische Exploration.
Die ETH lässt einem unheimlich viele Freiheiten. Und diese Freiheiten, die hat man uns gegeben. Damals Ralf Eichler, der Präsident der damaligen ETH, hat dieses Vorhaben sehr unterstützt. Und dafür danke ich ihm auch, dieses Vorhaben weiterzubringen. Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung treiben die technologische Entwicklung voran. Kein Bereich ist davon ausgenommen und besonders in der Bauindustrie besteht ein beträchtliches Potenzial, von den Fortschritten in der Robotik zu profitieren. Die ETH hat eine große Tradition in Mechatronik und ist heute führend in den Bereich der digitalen Fabrikation. Das ArcTech Lab ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein außergewöhnlicher Bau. Es hat alle Voraussetzungen, um zu einem internationalen Zentrum der digitalen Architektur und des Wissenstransfers zu werden.